Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Marcel's Kitchen, wo wir heute einen leckeren Chicken Paprikash, also Hähnchen Paprikash machen. Meine Eltern, ungarische Wurzeln, haben immer das Gericht gemacht, als ich jung war. Ich mache es jetzt auch immer für meine Familie. Es ist super einfach und super lecker. Legen wir los. So, ich mache heute eine große Portion für die Familie mit 2 Kilogramm Hähnchenschenkel. Das komplette Rezept findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Dazu brauche ich 2 große weiße Zwiebeln. Ihr könnt auch gelbe Zwiebeln nehmen, aber ich finde weiße etwas süßlicher. Die werde ich klein schneiden. 2 grüne Paprikas grob schneiden. 4 Tomaten achteln. Dann die Hähnchenschenkel, muss ich das Haut entfernen und ein bisschen von dem Fett, aber nicht zu viel davon. Und die Hähnchenschenkel dann anschließend halbieren. Dann brauche ich noch eine große Menge Paprika, edelsüßes Paprika, 3 Esslöffel Salz nach Geschmack und Öl zum Anbraten. Falls ihr eine kleinere Portion machen wollt, könnt ihr das Rezept sehr einfach halbieren. Und dazu machen wir Galuschka, also ungarische Spätzle. Dafür braucht man 400 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz, 2 Eier und ungefähr 350 Milliliter Wasser. Okay, so alles ist ready to go, alles hier vorbereitet. Ich brauche einen ziemlich großen Topf, das ist der größte Topf, den ich habe. Habe schon Öl rein und wenn der Öl heiß ist, ich habe mein Herd auf 6, werde ich die Zwiebeln rein tun und einfach gläsig braten. Dann kommt ein Hähnchen rein, Paprika rein und der Rest der Zutaten und dann muss es einfach nur noch köcheln. Okay, also Zwiebeln sind gläsig, das ganze Paprika kommt rein. Dann Hähnchen dazu, das werde ich kurz anbraten. Durchmischen. Dann die grüne Paprika, die Tomaten, Salz, vielleicht ein bisschen Wasser. Und dann tue ich den Deckel drauf. So, jetzt kann die grüne Paprika rein. Die Tomaten. Kleines bisschen Salz. Beziehungsweise so viel, wie man denkt, dass man braucht. Ich habe jetzt relativ viel Chicken heute. Das hat ein bisschen mehr Salz eigentlich als sonst. Mini bisschen Wasser, damit es nicht anbrennt. Kurz umrühren. Und dann Deckel drauf. Und ich schaue dann eine halbe Stunde wieder vorbei. So, in der Zwischenzeit kann ich die Galuschka-Teig einfach machen. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Mehl reingetan, also 500 Gramm statt 400 Gramm. Ursprüngliches Rezept hat auch nur ein Ei gebraucht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ei drin, deshalb war es ein bisschen flüssiger. 100 Gramm Mehl, mehr habe ich gebraucht. Jetzt habe ich einen guten, dickflüssigen Teig. Und werde die Galuschkas noch nicht machen, aber wenn der Hähnchen Paprikash fast fertig ist, dann mache ich die Galuschkas auch. So, dann schauen wir mal. Looking good. Falls die Soße ein bisschen zu dünn wird, es wird öfters zu dünn, kann man ein bisschen Mehl oder Speisestärke einfach rein tun. Ich werde auch so den Deckel jetzt offen lassen. Und nebenbei, Wasser sollte nicht kochen, nur sieden. Jetzt drehe ich es ein bisschen runter und da drin werde ich die Galuschkas machen. So, für die Galuschkas einfach ein bisschen vom Teig nehmen, reintropfen lassen. Manchmal braucht es ein bisschen Hilfe mit einem anderen Löffel. Und dann werden die erstmal sinken. Und wenn sie dann oben floaten, kann man sie einfach raus tun. Welche Größe du haben möchtest, ist wirklich deine Entscheidung. Schöne, gute Batzen sind immer gut. Da floaten die ersten schon. Sehen lecker aus. Einfach rausnehmen. Und noch natürlich ein bisschen mehr machen. Also, Galuschka fertig. Chicken Paprikash eigentlich auch fertig. Ich habe ein bisschen Speisestärke rein, um die Soße ein bisschen anzudicken. Und time to eat. So, das war's für Chicken Paprikash in Marcel's Kitchen. Einige mögen die Soße auch mit Creme fraiche verfeinern, so wie meine Frau. Das schmeckt auch gut so, aber ich mag es einfach ohne.
Sehr, sehr einfach, dauert einfach eine Stunde ungefähr, um zu kochen, aber ansonsten Zutaten einfach, Rezept sehr einfach, aber total ungarisch lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht auf Like und Abonnieren zu klicken und bis zum nächsten Mal in Marcel's Kitchen.